Ihr wollt eure berufliche Zukunft planen, ihr wollt einen Job, der Spaß macht, ihr wollt endlich eine Antwort auf die Frage: „Und was zeichnet Sie so aus?“ Oder ihr seid generell verunsichert, was euch eigentlich auszeichnet und was ihr gut könnt. Dieses Stärken-Tutorial vom Career Service ist genau für euch. Ich zeige euch, was Stärken sind, warum es sich lohnt, sie herauszukitzeln, und ich zeige euch 10 Wege, genau das tun zu können. Ihr könnt jetzt also einfach direkt mitmachen oder Stift und Notizbuch nehmen oder das Ganze erstmal einmal durchgucken und dann in Ruhe die Aufgaben machen, ganz wie ihr wollt. Aber empfehlenswert auf jeden Fall, mehr als 1, 2, 3 Wege sich anzugucken, denn verschiedene Perspektiven erweitern euer Spektrum. Viel Spaß! Stärken sind was ganz Wunderbares, denn sie sind wichtiger als Noten. Ich lade euch einfach mal ein, euch auf den Weg zu machen, ruhig mal in alle Winkel zu gucken, die Vorhänge zu lüpfen, aber leichtfüßig das Ganze. Das ist ein Prozess, das dauert ein bisschen. Aber wenn ihr euch mal die Zeit nehmt und einige dieser Methoden, die gleich kommen, ausprobiert, dann werdet ihr ganz sicher, ich verspreche es euch, spannende Einblicke haben. Es ist prima, wenn ihr euch immer wieder Zeit nehmt, um auf eure Stärken zu gucken, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es natürlich super, einzugrenzen, welche Berufe eigentlich für mich in Frage kommen, wenn ich schon ein klareres Gefühl dafür habe, was ich eigentlich gut kann und was mir auch Spaß macht. Ich habe bessere Bewerbungschancen, denn ich kann ja viel besser rüberbringen, warum genau ich die richtige Person für diesen Job bin. Ich kann es genau belegen. Ich bin auch ziemlich sicher erfolgreicher in dem, was ich tue, denn ich sitze da und habe Spaß bei der Sache und kann genau das tun, was ich mag, was mich interessiert, was ich gut kann. Vielleicht nicht 100%, aber doch viel mehr, als wenn ihr vorher nicht so einen Abgleich macht. Also, es lohnt sich. Und vielleicht sogar am allerbesten Langeweile AD. Denn wenn ihr eure Stärken nutzen könnt, wenn ihr die weiterentwickeln könnt, dann verspreche ich euch, es wird viel, viel mehr Spaß machen. Wenn ich besser weiß, was meine eigenen Stärken sind, und dann kann ich mit meinen starken Seiten auch neue Kraft schöpfen und mein eigenes Potenzial besser ausschöpfen. Ich kann den Umgang mit Krisensituationen erleichtern. Und last not least, Stärken sind übertragbar. Fähigkeiten, die ich in einem bestimmten Bereich gewonnen habe, vielleicht vor 2 Jahren im Praktikum, die kann ich auch in einem ganz anderen Setting einsetzen und damit erfolgreich sein. Gute Nachricht für alle. Wir alle haben unser ganz spezielles eigenes Skillset. Das zu erkennen ist die Aufgabe. Wir haben alle natürlich unterschiedliche Schattierungen. Wir sind introvertiert, extrovertiert, mehrsprachig, lebhaft, vorsichtig, analytisch, ruhig, zupackend, was auch immer. Aber jeder und jede von uns ist besonders. Und genauso wichtig, wir haben alle unterschiedliche Talente und Fähigkeiten und die gilt es, sich genauer anzugucken. Was ist mit Stärken gemeint? Sie können sein Talente, Fähigkeiten, Eigenschaften oder auch Kompetenzen, dazu gleich mehr. Einige davon sind mir in die Wiege gelegt worden, Talente, die ich von Anfang an hatte. Andere habe ich mir erworben, ich habe sie trainiert, ich habe sie vielleicht ausprobiert, ich habe vielleicht auch viel Herzblut da reingesteckt. Kompetenzen ist eine besondere Form. Damit ist die Bereitschaft auch verbunden, tatsächlich Probleme anzugehen und zu lösen. Auch die OECD geht in diese Richtung. Fähigkeit zur erfolgreichen Bewältigung komplexer Anforderungen. Sprich, ich will handlungsfähig bleiben. Und im deutschen Qualitätsrahmen wird unterschieden zwischen Fachkompetenzen, sprich Wissen und Fertigkeiten, die ich habe, und den persönlichen Kompetenzen, sprich der Sozialkompetenz und meiner Fähigkeit, selbstständig agieren zu können. Wie finde ich heraus, welche Stärken ich habe? Wir skizzieren 10 Wege für euch. Nummer eins: ganz einfach fragen. Was macht euch Spaß? Was gelingt anscheinend mühelos? Womit tust du dich überhaupt nicht schwer? Was machst du gerne? Welche Talente hast du? Worauf bist du stolz? Mach eine Liste ganz spontan von 3 Stärken oder Aktivitäten, die du gerne ausübst. Die Fragen helfen noch nicht? Man kann die Dinge auch ganz anders sehen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das hier in diesem Video zu suchen hat, die Antwort kommt gleich. Und schon sind wir bei Methode 2. 3 Arten von Fähigkeiten nach Richard Bowles. Eine hilfreiche amerikanische Methode, die besagt, dass sich Fähigkeiten meist in 3 Gruppen einteilen lassen. Fähigkeiten, die ich habe mit Dinge, zum Beispiel mit Werkzeugen umgehen, im Garten ackern oder auch Musikinstrumente beherrschen. Fähigkeiten, die ich habe mit Menschen, ihnen zum Beispiel zuzuhören, sie zu unterstützen oder ihnen auch etwas vorzutragen. Und Fähigkeiten, mit Informationen umzugehen, also zum Beispiel zu recherchieren, zu analysieren oder Daten zu erheben. Welche Fähigkeiten fallen euch spontan ein?
Es fällt euch schwer, euch zu erinnern? Methode 3 kann helfen. Die Zeitenreise. Alle Bereiche des Lebens angucken und sich fragen, was hast du eigentlich früher gerne gemacht? Also zum Beispiel auch im Fußballverein, in der Jugendleiterausbildung, im Hobby, in der Familie, in der Schule, in Praktika, in Ferienjobs und natürlich auch im Studium oder in der Ausbildung. Aber wirklich überall hingucken. Welche Kompetenzen, Fähigkeiten, Erfahrungen bringst du mit? Hast du damals schon ausgeübt und vielleicht sind die inzwischen verbuddelt? Was waren auch kleine und größere Erfolge? Es geht nicht hier um die Jahrhundertskills, sondern um alles, was euch bewegt hat, womit ihr euch auseinandergesetzt habt, was euch begleitet hat in diesem Leben. Und vielleicht euch jetzt genau diese Hinweise geben kann, die ihr sucht. Oder auch, welche Herausforderungen hast du bewältigt? Sprich, vor welchen Entscheidungen hast du gestanden? Welche schwierigen oder auch mal kniffligen Situationen oder Aufgaben hast du in den Griff bekommen und hattest auch Spaß daran? Hinzu kommt die Frage, bei welchen Tätigkeiten, die du einmal ausgeübt hast, hüpft eigentlich in Erinnerung dein Herz? Was hat richtig, richtig Spaß gemacht? Hier genau hingucken. Und schon kommen wir zur nächsten Methode. Nummer 4, sich inspirieren lassen. Es gibt viele Möglichkeiten, Kompetenzen oder Fähigkeiten zu erfassen und zu clustern. Ich habe für euch ein System erstellt. Ihr findet es auf der Webseite und oder auf Aulis ausführlich beschrieben. Hier ein paar Beispiele. Zu den Gruppen zählen meistens solche Sachen wie kommunizieren können. Könnt ihr euch vorstellen, präsentieren, zuhören, diskutieren oder verhandeln ist dabei. Informationen verstehen und weiterwickeln. Hier mal eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Dazu gehört diagnostizieren oder mathematische Fähigkeiten nutzen, Formeln anwenden, Informationen aber auch schnell erfassen können. Weitere Gruppen, die es gibt, es sind zum Beispiel sich und andere organisieren, managen und leiten. Das heißt auch sowas wie Zeitkompetenz haben, Prioritäten setzen können, auch andere vielleicht anleiten können und Projekte in den Griff bekommen. Fällt euch da was ein? Habt ihr das in der Vergangenheit gemacht? Wahrscheinlich immer wieder. Design und Planen, eine Vorstellung von der Zukunft zu entwickeln, das auch gestalterisch festhalten zu können, auch super Fähigkeiten. Wie auch technische und physische Fähigkeiten, also etwas mit den Händen in den Griff zu bekommen, etwas mit den Händen erarbeiten zu können, mit Maschinen beispielsweise gut umgehen zu können. Forschen und entwickeln. Dazu gehören Fähigkeiten wie abstrakt und logisch denken zu können, recherchieren, theoretische Modelle zu verstehen, aber auch Daten zu erfassen und auswerten können oder Hypothesen aufzustellen und zu verfolgen. Soziale und ethische Kompetenzen ist eine sehr wichtige Kategorie. Wie gut könnt ihr mit anderen zusammenarbeiten oder auch sich über Probleme, Ideen und Lösungen mit anderen austauschen? Wie gut könnt ihr euch in andere einfühlen? Wie aufgeschlossen seid ihr? Und könnt ihr auch interkulturelle Aspekte verstehen? Habt ihr einen ethischen Maßstab, an den sich euer Handeln ausrichtet? Es für andere anbieten, eine weitere Kategorie. Dazu zählen Fähigkeiten wie Erziehen, empathisch begleiten zu können oder auch Bedürfnisse anderer erstmal erfassen zu können. Künstlerische und kulturelle Kompetenzen. Dazu gehören zum Beispiel kreative Ideen entwickeln können, abstrahieren können, improvisieren können, neues Terrain beschreiten, aber auch die eigene kulturelle Prägung hinterfragen zu können, Werke ausdrücken, aufführen und präsentieren zu können. Eine ganz große Liste mit vielen spannenden Fähigkeiten. Neu und last not least die Fähigkeitskategorie digitale Kompetenzen. Dazu gehört zum Beispiel, digitale Medien nutzen zu können, aber auch digitalen Wandel reflektieren und einordnen zu können, konstruktiv mit diesen neuen Herausforderungen umgehen zu können und auch die Wechselwirkung zwischen Mensch und Maschine zu verstehen. Alles neue, spannende Tätigkeiten, die in den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind. Dir schwirrt der Kopf von allen Ausdrücken? Vielleicht ist die nächste Übung besser für euch. Die Inselübung. Stell dir vor, du bist auf einer Insel mit zwei Freundinnen oder Freunden. Sonst ist niemand da. Ihr müsst selber für euch sorgen und euer Leben organisieren. Welche Aufgaben würdest du am liebsten übernehmen? Was fällt dir da spontan ein? Was würdest du am liebsten machen?
Insel.at auf zur nächsten Methode. Manchmal gibt es nämlich ein Problem. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Uns geht ein Wissen darüber verloren, was wir eigentlich gut können. Vorsicht, Blind-Spot-Gefahr. Da hilft nur eins, andere fragen. Und das könnt ihr auch. Geht raus in den Familienkreis, zu den Freunden, fragt Kollegen und Kolleginnen und bittet sie, in einigen Worten zu beschreiben, was ihr aus deren Perspektive am besten könnt. Hilfreich sind zum Beispiel Fragen wie, in welchen Situationen würdest du mich zu Rate ziehen oder um meine Unterstützung bitten? Was glaubst du, was ich am besten kann? Was sollte ich vielleicht sogar noch ausbauen? All das sind Fragen, bei denen ihr einiges Neues herauskitzeln könnt. Und noch eine kleine Hürde wollen wir in Angriff nehmen. Vorsicht, Falle. Viele von uns haben so einen kleinen Kritiker im Ohr, der sagt uns, dass alles, was wir können, doch ziemlich selbstverständlich ist. Also, wer zum Beispiel in einem internationalen Studiengang studiert, der denkt oft, das können doch alle Sprachen und Auslandserfahrung und interkulturelles Know-how. Ist aber nicht so. Also, immer genau hingucken, das lohnt sich. Vielleicht wurdet ihr auch ausgebremst. Vielleicht gab es mal Sachen, die ihr gerne gemacht habt, bei denen anderen aber nicht so dieser Meinung waren. Nochmal nachgucken, nochmal nachforschen und genau hinsehen. Ihr wollt mehr positive Vibrations? Wie wär's mit Übung Nummer 8 on the bright side of life? Verborgenen Stärken nachspüren. Was, wenn alles möglich wäre, dich nichts aufhält? Was würdest du gerne ausprobieren an Talenten und Fähigkeiten? Was macht dich neugierig? Oder was würdest du denn gerne noch anpacken in deinem Leben? Ausprobieren, anwenden, erobern, tun? Was willst du noch entdecken an dir? Was gibt es da alles noch an, vielleicht auch verborgenen Talenten? Trau dich ruhig mal ein bisschen zu spinnen, schreib deine Träume auf, rede darüber, vielleicht öffnet sich noch eine ganz neue Tür. Noch ein Häppchen Theorie gefällig? Hilft, um das nächste zu verstehen. Zurück zu unseren Kompetenzdefinitionen. Auch oft beschrieben als Handlungsfähigkeiten, die notwendig sind, um die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Da gibt es eine ganze Menge, wie ihr wisst und auch in Corona-Zeiten am eigenen Leib erfahren habt. Und schon sind wir bei den Future Skills. Der Arbeitsmarkt ist im Wandel. Digitalisierung und Automatisierung, Klimawandel, Megatrends, all das beeinflusst unsere Arbeitswelt und das Leben um uns herum. Wir also damit umgehen. Und was machen wir mit solchen Begriffen? Substituierbarkeitspotenzial, wunderbar deutscher, fürchterlicher Begriff, heißt aber ganz schlicht übersetzt, ob es euren Job in der Zukunft eigentlich noch geben wird oder ob ihr vielleicht was anderes braucht. Future Skills also. Was bedeutet es? VUCA World. Kurzbegriff dafür, dass unsere Welt geprägt sein wird von zahlreichen Veränderungen und sprunghaften Entwicklungen. Volatility, Unbeständigkeit, wobei kaum vorhersehbar ist, welche Veränderungen auftreten. Uncertainty, das heißt, es ist nicht vorhersagbar, was eigentlich passieren wird. Oder auch verschiedene Ebenen wirken aufeinander ein. Complexity und die Situationen werden immer mehrdeutiger. Dazu auch noch Ambiguity, Widersprüche nehmen zu. Wie damit umgehen? Wir alle haben es im Corona-Jahr erlebt, das ist ganz schön schwierig. Welche Skills also können helfen? Fangen wir an mit den 5 Super Skills des Institutes for the Future aus Kalifornien. Personal Brand, Building a Reputation. Das bedeutet, dass ich mir einen Namen dafür mache, was ich eigentlich gut kann und was ich bewegen kann. Zweitens, Digital Fluency, Befriend the Machine. Sich mit digitalen Kompetenzen befassen und auch die Wechselwirkung zwischen Mensch und Maschine zu verstehen. Tribe, Networking, sich mit anderen verknüpfen, Kontakte pflegen, gute Kontakte pflegen, auf die man auch zurückgreifen kann. Viertens, Making Sense of Complexity, Zukunfts- und Gestaltungskompetenzen, sich auch damit auseinandersetzen können, dass Wechsel Teil des Ganzen ist und ein Wandel immer wieder von neuem erfolgen wird. Fünftens, Resilience, Schwierigkeiten in Lösungen umzuwandeln und bei auch vielleicht holprigen Wegen trotzdem mit Mut nach vorne gehen zu können.
Was fehlt noch? Was wäre auch noch super? Kreativ zu sein, ausdauernd zu sein und nicht gleich aufzugeben, sondern sich auch längerfristige Ziele zu setzen. Innovativ zu denken, an neue Möglichkeiten und um die Ecke denken. Thinking out of the box. Ein Begriff, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Noch dazu ganz gut ethische Standards, ethische Maßstäbe, an denen ihr euer Handeln ausrichten könnt. Also zu wissen, was eigentlich Werte sind, die euch bewegen und die euch wichtig sind. Was für euch dabei, wenn ihr nachforstet in allen Sachen, die ihr schon gemacht habt, bin ich sicher, dass einige dieser Aspekte bei euch auch auftauchen. Wichtig ist nur, sich das selber auch klar machen zu können. Und schon sind wir beim 10. Weg angelangt. Butter bei die Fische. Welche Fische sind euch ins Netz gegangen? Welche Fähigkeiten habt ihr herausfinden können oder vielleicht euch auch wieder zurückerobern können? Jetzt geht es darum, diese in eine Reihenfolge zu bringen und die 5 wichtigsten, die in eurem Netz gelandet sind, sich mal genauer anzugucken. Was sind diese? Und welche davon machen euch am meisten Spaß? Welche davon wollt ihr für eure berufliche Weiterentwicklung nutzen oder welche bleiben einfach Hobby oder sind zum Entspannen gut? Jetzt ist eines noch wichtig, Beispiele geben, also genau belegen zu können, in welchen Momenten eures Lebens ihr diese Fähigkeiten schon genutzt habt. Zum Beispiel könntet ihr sagen, ich bin interkulturell versiert, weil ich im Auslandssemester in Norwegen meine eigene kulturelle Prägung hinterfragt habe und viel über mich und die norwegische Mentalität gelernt habe. Eure Fische sind im Netz. Herzlichen Glückwunsch. Klasse. Wirklich gut. Damit habt ihr einen wichtigen Baustein für eure weitere Berufsplanung erreicht. Und ganz egal, aus welchen Bereichen eure Kompetenzen zu kommen, wichtig ist nur, sich das jetzt erstmal alles in Ruhe anzugucken und dann die weiteren Schritte zu überlegen. Die Zeit, die ihr reinsteckt, euch mit euren Stärken auseinanderzusetzen, wird sich gleich mehrfach lohnen. Euer Profil wird viel klarer. Es wird viel deutlicher, was euch eigentlich ausmacht, wofür ihr steht und was ihr bewegen könnt und wollt. Damit kann auch die Planung eurer beruflichen Zukunft einfacher werden, denn ihr könnt nun viel besser vorhandene Jobs mit euren Fähigkeiten abgleichen oder nach Jobs suchen, die zu euren Fähigkeiten passen. Auch kann klar werden, was vielleicht noch fehlt, in welchen Bereichen ihr vielleicht noch Zeit und Ausbildung investieren wollt, um auch noch weitere Stärken ausbilden zu können. Und last not least, Werbung können zielgerichteter und plastischer werden. Ihr könnt bereits im Lebenslauf, im Anschreiben und auch natürlich im Interview viel selbstbewusster über eure Stärken reden und beweisen und darlegen, warum ihr die perfekte Kandidatin und der perfekte Kandidat seid. Viel Glück für alles!